Hallo und herzlich willkommen bei Preemcards, dem Sports Trading Cards Infokanal. Wer die letzte Folge, das Grading-Experiment, kurz DGE, gesehen hat, der weiß, dass wir 3 Karten zum Graden fertig gemacht haben. Die Karten sind jetzt wieder da. So ungefähr zumindest. Wie die bewertet wurden, ich hoffe ihr seid gespannt, ich bin es auf jeden Fall. Das schauen wir uns jetzt an. Wie der Titel bereits verrät, habe ich die Karten zu Golden Standard Grading geschickt. Als wir vor knapp einem Jahr den Kanal gestartet haben, habe ich mich zu der Zeit, ich denke mal wie viele von euch, direkt mit allen Möglichkeiten beschäftigt, die es gibt, hier in Europa zu graden, und ich habe das zusammen mit Roberto gemacht. Schöne Grüße an Kratos2459 Instagram. Die meisten Ergebnisse haben uns einfach nicht überzeugt, und daher habe ich es auch nicht für richtig empfunden, darüber zu berichten. Dann kam Golden Standard Grading. Das ist eine Grading Company, die ist hier in Deutschland ansässig und ist den meisten Leuten wahrscheinlich noch nicht so bekannt, zumindest international. Und ich muss sagen, die Grades sind sehr, sehr hart. Allerdings ist das nach meiner Meinung auch wirklich sehr, sehr neutral, objektiv und halt wirklich ja, knallhart. Ja, mehr kann man nicht sagen, im Grunde genommen. Und das ist so eine typisch deutsche, korrekte Arbeitsweise, die mir dann doch sehr gut gefällt. Der Inhaber ist selbst Collector, Kartenliebhaber durch und durch, hat auch in den 90ern angefangen, genau wie viele von uns. Und daher ist das Ganze für mich sehr authentisch, und der Reiz, das Grading mal zu testen, war dementsprechend sehr hoch. So, aber ich denke, jetzt haben wir genug gebabbelt. Ran ans Werk. Ich werde jetzt vorsichtig öffnen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. So, das war jetzt echt ein Akt. Dank der Spiegelung dürft ihr den nicht viel erkennen können. Das tut mir natürlich in die Hände spiegeln. Wow! Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also der erste Eindruck, Leute, der ist absolut gut. Nehmen wir auf? Ja, wir nehmen auf. Wow! Wow! Also, das macht schon mal einen besseren Eindruck hier als der No-Name-Grader. Ja, das kommt eigentlich hier wirklich enorm. Bisschen dicker als PSA sogar vielleicht. Krass. So, das muss ich jetzt gut für euch aufkriegen. Ich habe den Grade selber noch nicht gesehen. So, und was haben wir? Eine 9,5. Was? Aber ich habe doch schon gesagt, ey, das Ding sieht geil aus. Also nicht schlecht. Aber ich weiß das zu schätzen, weil der Mann, wie gesagt, der gradet hart. Und Mint Plus. Den Slab finde ich gut. Das Case, also alles. Wow. Bro, ich bin geflasht. Das ist Qualität. Hammer. 9,5. So, und jetzt 9,0, die Liebern. Kleiner Downshit, noch vielleicht ein bisschen besser putzen müssen. Da bin ich doch gespannt, aber ich denke mal, Centering, Corners, das kann alles schon sein. Trotzdem, ich bin immer noch begeistert. Die Cases gefallen mir extrem gut. Die Griffigkeit, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Jordan. Slab hinten sieht auch gut aus. Direkt auch mit Sleeve dabei. Und 8,5, das ist in Ordnung, das nehmen wir. Absolut. Wie gesagt, der Mann gradet hart. Ich denke, dass aber vollkommen angebracht ist.
Karte sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, aber ich denke, wenn man da mit der Lupe dann die Ecken sich anguckt und die Kanten, dann wird man da schon feststellen, warum, weshalb, wieso. Und ja, authentisch, wie ich gesagt habe. Also da ist nichts zu beschönigen. Wir haben hier eine 9.5, eine 9.0 und eine 8.5. Und ich glaube, das sollte so absolut korrekt sein. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Das schon mal dazu. Wir haben die Steps verglichen, ein bisschen dicker sogar noch als PSA, was mir natürlich wieder sehr gut gefällt. Natürlich nicht so klobig wie die Beckett-Geschichten, allerdings hat man natürlich ein ähnliches Blade. Das Logo ist ganz nice. Da kann man auf jeden Fall vielleicht noch, aber es ist mit der Waage, finde ich natürlich auch wieder ganz gut. So typisch deutsch. Geeicht. Sehr, sehr gut. Nochmal ein kleines Resümee zu den Grades. Die 9.0 von Lipon zeigt eigentlich schon, dass Golden Standard Grading recht hart gradet. Die Karte war direkt aus dem Pack gezogen. Mit dem Tuch bin ich nochmal drüber. Grobe Fehler habe ich keine gesehen, aber ich denke, das wird schon seine Gründe haben, denn wirklich perfekt sind die Ecken und Kanten beim genaueren Hinsehen nicht. Ich muss aber nochmal schauen, warum, weshalb das in Anführungszeichen nur eine 9.0 ist. Eventuell hätte man bei Beckett vielleicht sogar eine Chance auf 9.5. Aber da würde ich nicht unbedingt die Hand für ins Feuer legen. Diese 9.5 allerdings hier von Golden Standard Grading, die wäre bei PSA nach meiner Meinung zu 100% eine PSA 10. Auch das zeigt wieder, Golden Standard Grading ist recht hart, aber ich denke genau das fehlt auf dem Markt und dementsprechend bin ich da eigentlich ein Freund von. Und die Anzahl der Karten, die man graden könnte, kann ebenfalls dadurch gesteigert werden. Und deswegen denke ich, ist das eine sehr, sehr gute Option. Wenn man zum Beispiel einfach nur sagt, ich möchte eine Karte in meinem eigenen Bestand sowieso behalten, hätte sie aber ganz gerne gegradet, ohne jetzt irgendwie groß lange warten drauf zu müssen und sonstiges, so wie bei der hier, dann macht man das. Und die 8.5 ist nach meiner Meinung sehr objektiv. Bei Beckett, denke ich, hätte diese Karte eine gute Chance auf 9.0. Bei PSA auf jeden Fall auch. Und ja, jetzt im Grunde genommen nur für eine 8.5 gereicht. Aber auch das ist Golden Standard Grading. Nochmal einen Ticken härter. Ich finde, die Ecken und Kanten sehen schon sehr gut aus. Na klar sind die nicht mehr perfekt. Aber ich glaube, so eine 8.5 ist sogar, auch wenn es mir natürlich nicht ganz so gut gefällt, sehr objektiv. Also alles in allem eine sehr runde Geschichte, gefällt mir sehr gut. Wer jetzt fragt, warum nicht PSA, warum nicht Beckett, ich finde, es ist nicht notwendig, wirklich jede Karte bei den großen graden zu lassen. Und es gibt eine Menge Karten, da hat man ebenfalls so Potenzial. Abgesehen davon haben wir hier die Möglichkeit natürlich auch ein Unternehmen aus Deutschland zu fördern, das dieses Grading wirklich ernst nimmt. Wir haben genug Companies, genug Firmen, die sich manipulieren lassen, die zu gute Grades rausgeben und am Ende zahlt man vielleicht, kann bis in die Tausende gehen, zu viel für eine Karte, die eventuell gar nicht das wert ist. Und dementsprechend finde ich den Gedanken eines sehr, sehr harten Gradings aus Deutschland doch sehr, sehr reizvoll und wie ich sagen muss, das gefällt mir doch hier in der frühen Form doch recht sehr, sehr gut. Also da kann man nicht meckern. Das macht einen stabilen Eindruck. Wackeln tun sie auch nicht mehr als bei PSA oder bei BCCG. Der Slap, wie gesagt, der hat mich schon umgehauen. Das ist
Das Label ist ebenfalls sehr, sehr cool. Die Beschriftung ist absolut korrekt, kein Fehler dabei. Ich habe jetzt nochmal selber geschaut. Hier die 9.5 ist natürlich super cool. Und ja, dementsprechend gefällt mir das sehr, sehr gut. Also kann man nur empfehlen. Meine Empfehlung habt ihr. Überlegt gut, welche Karten ihr nehmt natürlich, wenn ihr eine optimale Preissteigerung haben wollt für eure Karten und ein wirklich dickes Ding habt, dann ist natürlich die großen 2 Beckett und PSA die beste Adresse. Dann kommt SGC wahrscheinlich, allerdings Golden Standard Grading sehr viel besser als gedacht. Also Daumen hoch. In der nächsten Folge hoffe ich euch PSA präsentieren zu können, sobald die Karten wieder zurück sind, und dann gehen wir mehr durch. Wie gesagt, jetzt kommt nochmal das Video-Tutorial, wie ihr die Karten submittet bei Golden Standard Grading. So, wir gehen hier auf Golden Standard Grading, die Homepage. Da erfahren wir alles. Produkt einreichen, da kriegen wir auch nochmal eine Anleitung, wie es geht. Ich empfehle euch, das manuelle Formular auszufüllen. Das bekommt ihr hier unter den Einreichungsformularen. Das füllt ihr aus. Zuerst einmal öffnet ihr es. Sieht dann so aus. Druckt es irgendwo aus. Ihr könnt es ja auf dem USB-Stick ziehen. Drucker gibt es überall. Irgendwo. Irgendeiner hat immer einen Drucker. Falls ihr keinen habt, ausfüllen. Paket fertig machen. Dann die Sendung anmelden. Das geht ebenfalls hier rüber. Über die Homepage warten darauf, dass man die Bestätigung bekommt und die Adresse, wohin man die Karten schickt. Und dann macht man das Ganze fertig mit Sendungsnummer, so dass man die Sicherheit hat, dass die Sachen auch ankommen. Und wartet dann, bis das Grading fertig ist, kriegt die Sachen wieder. Dazu habt ihr hier die Preise, Einheitspreis 20 Euro pro Karte. Ich denke, da kann man nicht meckern, nicht viel falsch machen. Dazu verschiedene Versandservice, die man dann wählen kann. Das alles spricht man aber dann, wie gesagt, mit dem Chef ab. So, ich hoffe, das hat geholfen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin euer Brother Mo und ihr wart bei Preem Cards. Bye, bye.